Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für leckere Rahmfladen mit Speck und Zwiebeln. Dafür bereiten wir zunächst einen Hefeteig vor, einen Viertelwürfel Hefe in ein hohes Gefäß geben, einen halben Teelöffel Zucker sowie 150 ml lauwarmes Wasser dazugeben und alles mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Die Hefe-Wasser-Mischung anschließend zusammen mit 300 Gramm Weizenmehl, einem guten Schuss Olivenöl und einem halben Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und mit einem Mixer mit Knethaken oder einer Küchenmaschine für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten, der sich komplett von der Schüsselwand lösen sollte. Als nächstes eine Kugel aus dem Teig formen, mit einem Messer in 4 ungefähr gleich große Stücke schneiden und dann alle Teigstücke nacheinander mit kreisenden Bewegungen unter den Handflächen zu kleinen Kugeln formen. Wenn das erledigt ist, die Teigkugeln auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, mit den Händen etwas flach drücken, ein paar Mal im Mehl wenden und dann mit einem Nudelholz auf die Größe eines kleinen Tellers ausrollen. Die ausgerollten Teigfladen anschließend auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech heben und mit einem Küchentuch bedeckt für 30 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Währenddessen kümmern wir uns um die restlichen Zutaten. Dafür als erstes 200 Gramm Schmand, 100 Gramm geriebenen Käse und eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer in eine kleine Schüssel geben und glatt rühren und danach noch 2 bis 3 Frühlingszwiebeln vom welken Grün befreien und in feine Ringe schneiden. Nach ca. 30 Minuten sollten die Teigfladen ein wenig aufgegangen sein. Jetzt zunächst mit je einem gehäuften Esslöffel der Schmand-Käse-Mischung bestreichen. Dann kommt jeweils eine Handvoll gewürfelter Speck und zum Schluss die Frühlingszwiebeln. So kommt das Backblech jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 Minuten, so lange bis die Rahmfladen eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben. Das Blech dann nach etwa 15 Minuten wieder aus dem Ofen holen. So sehen die fertigen Rahmfladen dann aus. Anschließend am besten sofort servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.